Das riesige Plastikmüllproblem auf unserer Erde ist wohl eines der drängendsten Probleme unserer Zeit. Plastik ist mittlerweile überall, nicht nur in den Wäldern, in den Tiefen der Meere, sondern auch in unseren Körpern. Jetzt hat ein Forschungsteam eine wirklich besorgniserregende Entdeckung auf der portugiesischen Insel Madeira gemacht, denn dort hat sich Plastik bereits mit der Natur verbunden. Bei diesem sogenannten Plastic Crust, also einer Plastikkruste, handelt es sich also um eine völlig neue Art der Verschmutzung der Umwelt durch Kunststoff mit fatalen Folgen für das Meer und seine Bewohner. Klicks um Nature, hier gibt es regelmäßig spannende Videos zu Umwelt und Natur. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Schon im Jahr 2016 hatte der Meeresökologe Ignacio Gestoso an den Küstenfelsen der portugiesischen Insel Madeira seltsame Krusten entdeckt. Sie schimmern hellblau und wirken ein wenig wie alter Kaugummi, den man dort vor längerer Zeit einfach an die Felswände geklebt hatte. Doch bei der erstmaligen Entdeckung im Jahr 2016 dachte sich das Forschungsteam noch nicht wirklich etwas bei dieser Entdeckung. Anders aber Anfang diesen Jahres 2019, als die Fachleute feststellen mussten, dass diese mysteriöse Substanz immer noch an den Küstenfelsen zu finden ist. Doch dieses Mal spürten sie diese Krusten sogar noch in anderen Farbtönen auf. Zudem musste das Team feststellen, dass sich diese innerhalb von 3 Jahren sogar rasant vermehrt hatten. Das Material ist nun großflächig aufzuspüren und haftet mittlerweile auf fast 10% der Gesteinsoberflächen in dieser Region. Gestoso und sein Team machten Fotos und nahmen Proben. Bei der chemischen Analyse im Labor dann die erschreckende Erkenntnis: Bei dem Material handelt es sich um Polyethylen, ein weit verbreiteter Kunststoff, der beispielsweise bei der Herstellung von Einwegverpackungen verwendet wird. Das portugiesische Forschungsteam geht davon aus, dass sich die Partikel nach und nach mit dem Aufprallen der Meereswellen auf die Felsen abgelagert hat, und das, wie eben schon erwähnt, in rasanter Geschwindigkeit. Zu der Entstehung dieser Krusten sagt der Entdecker Ignacio Gestoso in einem Interview mit Earther.com: Sie entstanden wahrscheinlich durch den Aufprall großer Plastikstücke auf das felsige Ufer, was dazu führte, dass Plastik den Felsen auf ähnliche Weise verkrustete, wie es Algen und Flechten tun. Das Forschungsteam nennt diese Substanz Plastic Crust. Hierbei handelt es sich also um eine völlig neue Verschmutzung der Umwelt durch Kunststoff. Ein ähnliches Phänomen konnte schon vor einigen Jahren an einem hawaiianischen Strand aufgespürt werden. Dort hatte sich Plastik ebenfalls mit Gestein verbunden. Dieses Plastikglomerat entstand allerdings höchstwahrscheinlich dadurch, dass in einem Feuer Plastikabfälle geschmolzen waren. Schon jetzt sind jedenfalls unmittelbare Folgen zu beobachten, denn die neu entdeckten Plastikkrusten ersetzen Stück für Stück den natürlichen biologischen Film auf den Oberflächen der Felsen. Was bedeutet dies für die Gezeitentiere wie Schnecken und Seepocken, die daran haften und sich von Algen ernähren? Erste Analysen lassen darauf schließen, dass beispielsweise der Seeschneckenfalter weiterhin seinen Platz auf dem betroffenen Felsen einnimmt. Womöglich meiden diese Mollusken die Plastikkrusten gar nicht, sondern ernähren sich von den Algen, die sich auf der neuen Oberfläche ablagern. So jedenfalls eine erste Vermutung der Fachleute. Das Risiko ist enorm, dass die Tiere somit auch Kunststoffpartikel aufnehmen. Welche Folgen das genau für die Schnecken selbst und andere Meeresorganismen hat, kann derzeit noch nicht abgeschätzt werden. Doch schon jetzt ist klar, dass die gesundheitlichen Auswirkungen von Mikroplastik auf Meerestiere fatal sind. Es droht beispielsweise eine Blockade des Verdauungstraktes. Die Partikel setzen sich zudem auch in Algen und Korallen ab, und diese dienen ja wiederum als Nahrung für andere Lebewesen. Gestoso und sein Team wollen jetzt in weiteren Studien herausfinden, wo und wie viel Plastic Crust sich in der Region ansammelt. Ebenso sei es wichtig zu ermitteln, welche Mengen an Plastik die grasenden Schnecken auf diese Art und Weise womöglich aufnehmen. Denn mit dieser Erkenntnis könnte dann auch das tatsächliche Risiko der neu entdeckten Plastikkrusten für die Meere und ihre Lebewesen bewertet werden. Dazu Ignacio Gestoso: Wir wissen noch nicht, ob sich Plastic Crust verbreiten wird. Herauszufinden, wie Plastic Crust entsteht und aus welchen Rohstoffen, wäre jedoch entscheidend, um seine Bedeutung für die Meeresumwelt zu bestimmen. Diese traurige und besorgniserregende Entdeckung macht schon jetzt eines aber ganz deutlich: Plastikmüll ist allgegenwärtig und seine Folgen sind fatal, obwohl unser derzeitiger Wissensstand noch nicht einmal eine korrekte Risikoabschätzung zulässt. Dazu Gestoso: Als Meeresökologe würde ich lieber andere Arten von Befunden melden und nicht einen Aufsatz, der diese traurige neue Art der Verschmutzung durch Plastik beschreibt. Plastik vermeiden ist also das, was wir dringend tun müssen. Deshalb folgt bitte dem Instagram-Account Get Rid of Plastic. Da poste ich regelmäßig, also hier klicken
schicken ich regelmäßig Produkte und Aktionen ohne Plastik. Also dafür hier klicken oder den Link in der Videobeschreibung nutzen. Und hier drunter geht es weiter mit erschreckend. Wir essen Unmengen Mikroplastik. Anklicken, anschauen und Klicks um Science Fiction abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis dann. Bleibt dran.